Wir sind auf Deck 10, Kabine 10319. Seine Innenkabine. Und man sieht es natürlich in den Kabinen, wenn man reinkommt, ist es alles dunkel. Die Hotelkarte rein und schwuppdiwupp ist Licht. Alles hell. Die Alternative ist, wenn man Licht haben will, dann lässt man einfach den Fernseher an. Und dann ist es zumindest nicht so duster, wenn man reinkommt. Karte müssen wir natürlich trotzdem reinstecken, um Licht zu haben. Wir haben hier die Einzelbettkabine. Das heißt, wir haben links und rechts jeweils ein einzelnes Bett. Und man kann die Kabine auch zu 4 Personen benutzen, indem man hier dieses Bett runterklappt. Und schon. Ja. Und andere Seite auch. Andere Seite auch. Ideal für eine Familie mit 2 Kindern oder einem Kind, die nur eine Kabine benötigen. Oben kann man noch Fernsehen gucken. Tagsüber macht man das halt wieder zu. Der Nachteil ist natürlich, wenn man hier liegt und man kommt hoch, dass man dann gegen die Kante stößt. Denn die geht doch ein Stück über das Bett und das kann schon schmerzhaft sein. Der Vorteil dieser Kabine, dass die Betten auseinanderstehen, ist, dass man sehr viel Platz im Mittelraum hat. Man fühlt sich überhaupt nicht beengt hier. Genau. Wir haben auf beiden Seiten einen Schreibtisch, hier mit Spiegel, sogar Beleuchtung. Für die Damen. Und hier ist auch der Föhn. Ja. Dann hat man hier noch einen Bereich, wo das Telefon ist, wo das Wasser steht. Hier hat man reichlich USB-Anschlüsse. Wir haben jetzt unsere Steckdosen benutzt, aber wir haben hier auch noch 2 USB-Anschlüsse. Das Schiff ist ja schon gut ausgestattet. Und noch eine Schublade, eine leere. Schrankkapazitäten sind hervorragend. Da oben sind die Bademäntel und die Rettungswesten. Hier ist der Tresor. Hier sind Bademäntel für die Erwachsenen. Da oben sind Bademäntel für Kinder. Decken, wenn man friert noch und man zusätzlich braucht. Ja, also sehr gut ausgestattet. Man sieht hier an den Bademänteln, das ist tatsächlich für eine Familie mit 2 Kindern gedacht. Und hier ist dann noch ein Bereich, wo nochmal Rettungswesten sind, nochmal Ablagefläche für Sachen und reichlich Platz auch für Hosen aufzuhängen. Also Kleiderbügel muss man keine mitbringen, die hat man hier reichlich. Problem ist hier, dass nicht genügend Platz ist für die Kleider, aber das Regal kann man rausnehmen, wenn man Kleider hat und weniger Regalfläche braucht. Auch die Koffer passen unter das Bett. Hier ist es allerdings etwas schwieriger, weil unter dem Bett auch die Leitern für die oberen Betten sind. Und zum Schluss zeigen wir euch noch dieses Badezimmer. Das ist auch ausreichend groß, viele Ablagen. Toilette mit viel Platz. Und der Duschbereich, die übliche Leine. Und die Dusche ist wirklich so groß, da kriegt man keine Platzangst. Das ist wirklich toll. Der übliche Spiegel. Hi Marina. Hi. Und das Witzige hier, finde ich, ist die Marmorierung. Das ist alles sehr gefleckt. Das heißt, man sieht eigentlich keinen Schmutz. Das ist gut für die Putzfrau. Hier zum Beispiel, der Krümel geht fast unter in der Faserung dieser Ablage. Im ersten Moment habe ich gedacht, das ist alles schmutzig, aber das ist tatsächlich so. Die Klimaanlage ist auch selbsterklärend. Lässt sich wunderbar einstellen. Nach dem Duschen ein bisschen wärmer, sonst kälter zum Schlafen. Ist schnell aufgeheizt und auch abgekühlt. Ein Manko hier ist noch, dass die Klimaanlage zu laut ist. Die ist genau zwischen den Betten und es gibt auch abends einen kalten Hauch im Bett. Man spürt den kalten Luftzug. Hier haben wir noch einen kleinen Tisch. Hier kann man das Brett benutzen und noch als zusätzlichen Hocker. Da kann man also auch ein bisschen spielen mit den Kindern, wenn man das will. Hier noch eine Ablage, alle Lichtschalter an den Betten. Das Einzige, was ich vermisse, ist eine Steckdose noch direkt am Bett. Für die Geräte, die man vielleicht auch mit kurzem Kabel benutzen möchte. Also wir waren die ganzen 14 Tage mit unserer Kabine voll zufrieden. Wenn man natürlich Licht braucht, dann ist eine Innenkabine natürlich nichts. Das hat natürlich auch seine Nachteile. Man kann nicht mal eben auf den Balkon gehen beim An- und Ablegen, morgens früh
ist man auf den Fernseher angewiesen und man sehen will, wo man ist, oder man geht husch husch schnell nach oben. Das hat so seine Nachteile. Allerdings spart man auch eine Menge Geld, wenn man eine Innenkabine nimmt. Wir sind die Leute, die immer nach draußen gehen, auf dem Schiff gehen. Deshalb ist es bei uns eigentlich egal. Mal nehmen wir eine Balkonkabine, mal eine Innenkabine. Das war ein kleiner Eindruck von der Kabine. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war ein kleiner Blick auf die Innenkabine 10319 auf der AIDA Perla. Die Lage der Kabine war absolut top. Bis auf die Klimaanlage gab es keinerlei Außengeräusche. Man hat absolut ruhig hier gewohnt. Es gibt natürlich auch keine Knarrgeräusche, die man schon mal bei Türen von den Balkonkabinen hat. Und es ist natürlich auch stockfinster im Raum. Durch die auseinanderstehenden Betten kommt die Kabine einem extrem groß vor. Das ist ein riesiger Vorteil. Der Nachteil dabei ist, die Betten sind nur 80 cm breit und man hat eher das Gefühl, in einer Koje zu schlafen und nicht in einem Bett. Man liegt etwas beengt, die normalen Doppelbetten haben ein optisch besseres Schlafgefühl. Für Pärchen, die auch zu Hause aufgrund des Schnarchens getrennt schlafen, ist das optimal. Für jungverliebte Pärchen sind allerdings getrennte Betten nicht so optimal. Die oberen Betten stehen etwas vor und ich habe mir schon einige Male in den Kopf gestoßen. Hierbei hätte man doch ein bisschen mehr auf optimale Polsterung gucken können. Eine vernünftige Leselampe, die den anderen nicht stört, sowie ein Strom- oder USB-Anschluss am Kopfende wären schön gewesen. Wir vermissen den Balkon nur morgens beim Orientieren, wo man ist, nachmittags beim Fertigmachen zum Abendessen und für den letzten Drink kurz vorm Schlafengehen. Wir sind also nicht die klassischen Balkonurlauber. Daher entscheiden wir uns vor jeder Reise neu anhand des Mehrpreises und des Fahrgebietes, ob sich ein Balkon für den Mehrpreis bei unserer Reise lohnt. Alles in allem waren wir sehr zufrieden und können diese Kabine mit den beschriebenen Kleinigkeiten ungeschränkt weiterempfehlen. Wir würden diese jederzeit wiedernehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Reise.